Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Black & Decker Akkukompressor an, der BDC INF 18. So, da sieht es die Modellbezeichnung. 0,65 Ampere zieht er, 18 Volt zieht er 8 Ampere, kann man sich dann ausrechnen, wie viel Watt. Und da sind die maximalen Drücke, die er schafft. Made in China. Da hat man die Auswahl, so ist er aus. Nach oben geht er wieder an. Nach unten ist der Schlauch hier mit hohem Luftvolumen, aber kein Druck. Da kann man auswählen, ob man eben Akku- oder Strombetrieb nimmt. So, da seht ihr, wo man die Batterie befestigt. Da ist eine Feder eingebaut, das ist super. Ich bringe dann gleich raus. Da sieht man, wo die Adapter waren. Habe ich leider keinen mehr, finde ich leider nicht mehr, passiert. Halt, ist immer so. Da haben wir das 230 Volt Kabel, das normale Netzkabel, Stromkabel. Da haben wir einen Adapter für den Auslass von starkem Luftstrom, aber schwachem Druck. Das haben wir noch. Da befestigt man ein 230 Volt Kabel. Da sieht man die kleine Turbine, die fleißig am Arbeiten ist, wenn man den Kompressor einschaltet. So, bei 12 Volt werden nur 2,15 Bar angezeigt, aber eigentlich sollte die Leistung relativ gleich sein. Schaut euch das Video von Tools Tested an, wird oben verlinkt. Da haben wir eine Höhe von ungefähr 17 cm, 20 mit Griff, da haben wir 23 lang und ungefähr 15 tief mit dem Schlauch. 2, 1, go!
So. $2,75 So, ihr seht den Preis. Der Preis beträgt 79 €. Da muss man beachten, dass man natürlich den Kompressor mit 230 Volt, mit 18 Volt, also mit dem Akku und mit 12 Volt betreiben kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil und ist natürlich sehr teuer, aber wenn man einen Akkubetrieb hat, muss man eher die Preise mit dem Kompressor vergleichen, die per Akku betrieben werden können. Deswegen geht es noch in Ordnung. Da haben wir die Reichweite in Zentimeter. Das 12 Volt Kabel hat eine Reichweite von ca. 330 cm. Das ist bis jetzt der schlechteste Wert. Reicht, sollte normalerweise ausreichen, können knapp werden beim längeren Fahrzeug, wenn man nur einen 12 Volt Stecker hat und dann von vorne die hinteren Reifen aufpumpen muss oder hinten nach vorne, je nachdem. Aber auf jeden Fall mit dem Akku natürlich logischerweise ist die Reichweite unbegrenzt. Heißt, ihr könnt überall den Kompressor verwenden. Dann haben wir die Lautstärke, ihr seht 88 Dezibel, der lauteste von allen getesteten. Ein großer Unterschied zum Einhell, aber zwischen der Oasa und dem Black & Decker höre ich eigentlich kaum einen Unterschied, hören sich sehr ähnlich an und die Lautstärke ist sehr ähnlich. Also die beiden sind auf dem gleichen Niveau. Es geht in Ordnung bei 6 cm Abstand. Normalerweise steht man nicht direkt daneben, also sollte in Ordnung gehen. Wenn man direkt daneben steht, ist natürlich sehr viel lauter oder in der Nähe. Deswegen entweder Gehörschutz oder nicht zu lang aufhalten und schnell weg, einfach laufen lassen und dann ein bisschen Abstand halten, während der Kompressor den Reifen aufpumpt. Dann haben wir das Gewicht. Das Gewicht ist mit 2110 Gramm ist ja das schwerste. Das heißt aber ohne Akku. Das ist alles ohne Akku. Mit Akku, je nachdem was für einen Akku habt, einen kleinen um die 400 Gramm maximal, einen mittelgroßen um die 700 und einen ganz großen um die 1000 Gramm. Müsst ihr es dazu rechnen, wenn es ihn per Akku betreibt. Finde ich, geht in Ordnung, kann man locker tragen und ist nicht so schlimm. Durch das, dass man Akku hat, ist es sehr praktisch. Von daher kann ich mich nicht beschweren. 2 Kilo ohne Akku ist ähnlich wie die Einhell. Kann man sich nicht beschweren, ist auf jeden Fall kein Leichtgewicht. So, dann haben wir die Kompressorleistung. Ich habe jetzt nur die Kompressorfunktion gemessen, also nicht die Luftstrom, das habe ich auch gemessen. Das werden wir danach vergleichen. In Zukunft, jetzt in dem Video, tue ich es nicht einbauen. Das nächste Mal an den Luftstrom bei bestimmten Abstand. Aber bis jetzt der stärkste Kompressor, den ich getestet habe, in 5 Minuten ist er von 1 Bar auf 2,75 Bar, hat er den Reifen aufgepumpt. Bis jetzt der beste Wert. Kann man sich nicht beschweren, finde ich in Ordnung. Natürlich die Lautstärke ist sehr hoch, da ist der Einhell halt viel angenehmer, aber man kann nichts einstellen. Einstellen ist sehr wichtig, das kann man bei dem. Super Wert. Danke fürs Schauen, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.